Auf dem Dach der Kopfbahnsteighalle des Bonatzbaus soll bald gearbeitet werden. Aber ist das Dach auch stabil genug für die Arbeiter? Da es mehr als 75 Jahre alt ist, sind Berechnungen nicht ausreichend. Deshalb werden Teile des Dachs herausgenommen und einem Belastungstest unterzogen. Hallo und herzlich willkommen zum Bonatzbau. Wir sind neben der Großbaustelle Stuttgart 21 und ich will euch heute die Tragplatten zeigen, für die wir die Belastungsversuche durchführen. Und wo diese Tragplatten herkommen? Ganz einfach. In der Kopfbahnsteighalle. Hier oben sind sie. Nachdem wir die Tragplatten da oben ausgebaut haben, haben wir sie für die Belastungsversuche an einen anderen Ort auf der Baustelle gebracht. Hier werden wir die Tragplatten einmal belasten. Wir prüfen zum einen Durchstanzen, Biegung und Querkraft. Und in unserem Fall konzentrieren wir uns heute auf die Biegebelastung, die wir auf die Platte ausführen. Für die Belastungsversuche und die Tragplatten haben wir extra einen Prüfstand erstellt. Wir haben die Holzblöcke, einen Stahlträger, auf diesen Stahlträger Auflager und dann unsere Tragplatte. Für die Biegeversuche brauchen wir dann auch noch einen Lastverteiler, auf den dann unser Zylinder wirkt, der dann die Belastung bzw. die Last auf die Tragplatte aufbringt. Nachdem die Tragplatte in den Prüfstand platziert wurde, wird sie durch eine hydraulische Presse, die durch eine Handpumpe gesteuert wird, kontinuierlich mit einer Last auf die Platte belastet. Während des Tests wird alles gemonitort. Alle Messdaten werden digital aufgefasst. Und das wird so lange geführt, bis ein Abbruchkriterium zustande kommt. Es könnte sein, dass die Platte bricht, Risse entstehen oder die Durchbiegung viel zu groß wird. Hier kann man sehen, wie sich die Platte komplett einmal durchbiegt und es Riesenrisse entsteht. Aber wir sehen keinen Bruch. Das heißt, dass die Platte sehr viel tragen kann. Um zu wissen, worauf man prüft, braucht man definierte Lasten. Dafür gibt es entweder den Eurocode oder die DAFSTB. DAFSTB steht für Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. In unserem Fall ist es so, dadurch, dass wir Tragplatten haben, die wir wieder entsorgen dürfen, können wir die Tragplatten bis zum Versagen durchtesten. Das heißt, wir visieren keine Maximallast an, sondern gucken, was kann die Platte. Im Betrieb oder im Bauzustand müssten mindestens Mitarbeiter mit Material und Werkzeug dort oben stehen können. Und dafür prüfen wir die Resttragfähigkeit der Tragplatten. Wenn eine Tragplatte frühzeitig bricht, heißt es, dass die Tragplatte eine geringere Tragfähigkeit aufweist. Es kann daran liegen, dass beim Ausbau die Platte kaputt gegangen ist oder ein Materialfehler vorliegt. Um diesen Ausreißer auszugleichen, prüfen wir nicht nur eine Platte, sondern mehrere Platten. Die Kriterien dafür sind, es muss die gleiche Geometrie und die gleiche Laststellung sein. Bei historischen und denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Bonatzbau, wo das Dach schon mindestens 75 Jahre alt ist es normal und gang und gäbe, dass man hier Belastungsversuche durchführt. Man versucht nämlich, die Bausubstanz so zu erhalten, wie sie ist für die Nachwelt. Um so einen Versuch durchzuführen, braucht man viele diverse Beteiligte. Zum einen eine MPA, das ist eine Materialprüfanstalt, die das Konzept, den Aufbau und die Durchführung durchführt, und zum anderen einen Planer, der das am Ende auswertet. Wir haben nachgewiesen, dass Arbeiter oben stehen können und arbeiten können, und jetzt geht es weiter mit den Arbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal.